Ich sehe mich als ein Anfänger. Ich sehe mich als ein Schüler der Wahrheit. Was anderes will ich gar nicht sein. Ich habe gar nicht den Anspruch, was anderes zu sein. Und ich liebe es, ein Schüler der Wahrheit zu sein. Was mich hauptsächlich am Leben gehalten hat, war der Auftrag, mich um die Menschen zu kümmern. Dann kam 2003 und das war der Moment in meinem Leben, der eigentlich alles verändert hat. Ich habe vieles ausprobiert in meinem Leben, weil ich unbedingt glücklich sein wollte. Und ich wollte eine Freundin haben, wie sonst jeder Mann auch. Eine Freundin haben, mit ihr zusammen sein, mit ihr Kinder kriegen, eine Familie gründen, Standard. Diese Liebe zu meiner Mutter hat mich zu dieser unerträglichen Liebe, die ich für Frauen empfinde, geführt. Das sind Zustände, die kann man sich nicht vorstellen. Also diejenigen, die todkrank sind und ewig damit kämpfen mussten, die verstehen das. Als ich das verstanden habe, ich habe immer wieder versucht, mit Zigaretten aufzuhören. Und ich habe immer wieder angefangen. Immer wieder. Ich habe gelesen, was die Leute empfehlen. Damals gab es Internet und alles nicht. Und ich habe es nicht geschafft, bis ich das hier entdeckt habe. Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch alle hier zu diesem ganz besonderen Interview. Und ich habe heute auch einen ganz besonderen Gast bei mir, der schon viele Höhen und Tiefen in seinem Leben erlebt hat, der sich selbst da rausgezogen hat und heute der begehrteste Berater im deutschsprachigen Raum ist. Die Rede ist von Said Habibzadeh. Herzlich willkommen, lieber Said. Danke für die Einladung. Danke für deine Zeit. Du hast ja schon ein sehr bewegtes Leben hinter dir, hast schon ganz vielen Menschen geholfen, weltweit, auch bei aussichtslosen Fällen. Du bist Matrix-Cleaner, du bist Karmaloge, hast deine eigene Art der Astrologie entwickelt, hast 8 Bücher geschrieben, bist auch Komponist. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber vielleicht fangen wir einfach mit deiner Kindheit an. Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Es gibt grundsätzlich ein Missverständnis bei vielen Menschen, dass sie der Meinung sind, die Erfahrungen machen das aus uns, was wir sind. Und das ist ein Irrtum. Wir können noch so vieles erfahren, so vieles erleben. Was wir sind, entsteht ausschließlich durch unsere Entscheidungen, nicht durch die Erlebnisse oder Erfahrungen. Also bei mir kann ich zum Beispiel sagen, nicht meine Erfahrungen haben das aus mir gemacht, sondern das, was ich bin, habe ich aus mir gemacht. Und wenn ich es kann, wenn ich es geschafft habe, dann schafft das jeder. Und meine Kindheit, ich bin in Teheran, in Iran geboren, in so einem sehr, sehr armen Viertel. Wir hatten wirklich nichts. Wir hatten nie Geld. Es gab immer Stress, immer Probleme, immer Krankheiten, immer Konflikte, immer Armut. Es gab glückliche Momente, gab es auch, aber leider waren es eher eine Seltenheit. Und dort bin ich in Südteheran bin ich aufgewachsen und dann haben wir gewechselt. Ich war so 10. Das war für mich etwas ganz Besonderes, die Gegend zu wechseln, mit ganz anderen Menschen in Berührung zu kommen, mit ganz anderen Mentalitäten, obwohl das innerhalb von derselben Stadt war. Aber es gibt Dinge im Leben, die vergisst man nicht. Ich war 13, 14, da ist die Islamische Revolution ausgebrochen, wenn man es überhaupt Revolution nennen kann. Und die Islamisten haben die Führung übernommen. Und ich habe viele Dinge erlebt, wie die Menschen angeschossen werden, überall Blut und die Universitäten waren geschlossen, überall Unruhe und Ausgangssperre und für einen 13-jährigen Jungen. Und ich war immer extrem empfindlich, sehr zurückhaltend, ruhig, sehr wie ein Erwachsener eigentlich. Und solche Dinge mit 13, 14 zu erleben, das war schon hart. Und dann ging es weiter, ich springe einfach die Station. 2 Jahre danach, da war ich 15, 16, da hat Irak Iran angegriffen.
Da kamen fast jeden Tag die Flugzeuge, haben alles bombardiert und ein normales Leben war nicht denkbar, mitten am Tag oder in der Nacht und so weiter. Das war auch ziemlich übel. Und ich war 18, dann bin ich selbst im Krieg gelandet, an der Front. Ich habe 2 Jahre im Krieg kämpfen müssen und habe unterschiedliche Waffen kennengelernt und Dinge erlebt, die, also wenn ich davon keine Fotos gehabt hätte, hätte mir das wahrscheinlich niemand geglaubt. Und meine Entlassungskarten, die bewiesen haben, dass ich 18 Monate regulär und dann 6 Monate Verlängerung wegen Krieg, dass ich die bekommen habe, also dass mein Wehrdienst zu Ende war, habe ich in Irak bekommen. Also etwas, was eigentlich gar nicht denkbar ist. Mit 2021 bin ich dann nach Deutschland. Und es ging immer so weiter. Dann habe ich dies und jenes gemacht. Ich habe versucht zu studieren, ging nicht. Mein Abitur wurde nicht anerkannt. Es war wirklich ziemlich übel. Und ich habe alles Mögliche getan, um mich über Wasser zu halten. Und diese Arbeit und andere Arbeit, um Geld zu verdienen. Eine wirklich total perspektivlose, unglückliche Lebensgestaltung, kann ich nur sagen. Verwahrlost, einsam, krank, arm, also wirklich übel. Ich erzähle vieles nicht, damit wir das in kurzer Zusammenfassung haben. Und dann kam 2003 und das war der Moment in meinem Leben, der eigentlich alles verändert hat. Was ist denn passiert in 2003? Das war September 2003, da bin ich gestorben. Ich hatte massive Krankheitsprobleme und bin von einem Arzt zum anderen und sie haben mich ausgelacht. Sie haben gesagt, du redest dir das ein. Sie haben Röntgenaufnahmen gemacht und was weiß ich schon. Sie haben nichts gefunden. Sie haben mir gesagt, ich soll mehr Joghurt essen und so. Und, aber bei Medizinern ist das so, wenn sie das nicht sehen, was sie kennen, dann sagen sie, da ist nichts. Und so kam es einfach, aber bei der Lebensweise, also wenn man bedenkt, wie meine Kindheit war, meine Jugend und dann später in Deutschland mein Leben und so weiter, eigentlich machte gar nichts Sinn. Und der Höhepunkt von dieser Sinnlosigkeit war, dass ich gestorben bin. Ich lag in meinem Bett und ich habe gespürt, jetzt geht es zu Ende. Also ich konnte wirklich spüren, etwas passiert, was ich nicht kenne, aber ich konnte fühlen, es geht zu Ende. Und ich erinnere mich, dass ich in meinen Gedanken mich verabschiedet habe von meiner Mutter, von meiner Familie, von meinen Freunden und ihnen einfach gedankt habe, besonders meiner Mutter. Und ich hatte einfach gehofft, dass irgendjemand rechtzeitig auftaucht und sich um meinen Kater kümmert, der in derselben Wohnung gelebt hat. Und dann war ich weg. Ich konnte spüren, jetzt bin ich nicht mehr in diesem Körper. Und ich habe mich von oben gesehen und war überrascht, dass ich mich selbst sehe. Ich lag einfach im Bett und ich konnte mich sehen. Und ich habe nicht verstanden, was bedeutet das jetzt eigentlich? Ist das ein Traum? Passiert das wirklich? Und dann war ich auf einmal weg. Da ist alles dunkel geworden. Und ich habe wieder irgendwelche Gestalten gesehen oder Licht oder Tunnel oder alles, was die Leute so erzählen, die sowas erlebt haben, habe ich gar nicht alles gesehen. Und irgendwann habe ich gespürt, dass jemand mich hält. Ich lag auf dem Boden und jemand von rechts hat mich gehalten. Und das Gefühl war, das ist jemand Weibliches. Und ich weiß bis heute nicht, wer diese Person war. Und dann bin ich dahinter gekommen, also ich habe dann gespürt, um uns herum stehen auch ein paar andere Leute. Ich weiß bis heute nicht, wer sie waren. Ich konnte nur spüren, dass sie sehr besorgt waren und sehr traurig. Und sie sahen auch so verzweifelt aus, wie geht es jetzt weiter und so weiter. Und auf einmal kam jemand, ein Mann. Und anhand der Reaktion von diesen Leuten konnte ich erkennen, dass das eine besondere Persönlichkeit ist. Jemand mit viel Macht oder Bedeutung. Ich weiß nicht, wo ich war. Ich wusste nicht, wer diese Leute sind oder was passiert ist. Dann hat dieser Mann
auf eine Art angefangen mit mir zu sprechen, die ich bis dahin weder gehört noch gefühlt habe. Eine Sprache, die ich einfach nicht kannte. Und er hat zu mir gesagt, du hast ein selbstsüchtiges, sinnloses Leben geführt. Und du hast deine Aufgabe nicht erfüllt. Und deshalb bist du tot. Du bist jetzt sozusagen körperlich gestorben. Und du musst jetzt die Entscheidung treffen, willst du zurückgehen oder willst du weitergehen? Und ich habe überlegt, zurück wohin? Es gab überhaupt gar keinen Grund. Ich hatte überhaupt an nichts Freude. Ich hatte kein Geld, ich hatte keine Arbeit, ich war todkrank. Es gab überhaupt gar keinen Grund und ich habe den Mund aufgemacht, wollte sagen, ich will nicht zurück, ich will weiter. Und er hat mir vorher was gesagt. Er hat gesagt, bevor du deine Entscheidung triffst, du musst wissen, wir werden dich lieben und wir werden dich begleiten, wie bis jetzt auch. Egal, ob du jetzt zurückgehst oder weitergehst, aber du musst die Entscheidung jetzt treffen. Und ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, zurück, wohin, warum, wozu. Und ich habe den Mund aufgemacht, wollte sagen, ich will weiter. Dann hat er gesagt, bedenke nur, wenn du nicht zurückgehst, werden all jene, die auf deine Hilfe angewiesen sind, vergebens warten. Und zeigte so mit der Hand in eine Richtung und ich habe in die Richtung geschaut und habe eine endlose Schlange von Menschen gesehen. Die ersten gefühlt, würde ich sagen, 50, die ich da ein bisschen übersehen konnte, haben sehr hoffnungsvoll geschaut. Sie waren so wie Kinder, die hungrig sind und darauf warten, dass Papa oder Mama jetzt Essen bringt. So haben sie geschaut. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie lang diese Schlange war, aber war wirklich sehr lang. Und ich schaute ihn dann an und habe gesagt, für mich selbst nicht. Aber für sie gehe ich zurück, um sie daraus zu holen. Und dann hat er gelächelt und die anderen haben so aufgeatmet, sie waren so glücklich, haben sich so glücklich angeschaut, er nickte und im nächsten Moment war ich weg. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich festgestellt habe, ich bin wieder in meinem Körper. Und ich weiß nicht, wovor ich Angst hatte. Ich hatte Angst, mich zu bewegen, dass irgendwas passiert oder dass ich wieder in eine andere Welt gehe oder sowas. Habe angefangen, erst die Finger langsam zu bewegen und zu spüren, das ist wirklich mein Körper, ich kann wieder meinen Körper bewegen, ich habe Verfügung über dieses Konstrukt. Und dann habe ich die Füße ein bisschen bewegt und mich angefasst und irgendwann habe ich die Augen aufgemacht. Und als ich dann aus diesem Zustand aufgewacht bin, hat es etwa 10 Jahre gedauert, bis ich die vollständige Gesundheit erlangt habe. Es war nicht so, dass plötzlich alles weg war, ich war jetzt erleuchtet und so weiter. Nein, genau das Gegenteil. Mein Leben ist ab dem Moment besonders brutal geworden, weil ich festgestellt habe, als ich aufgestanden bin und die Bewusstheit darüber erlangt habe, wie ich bis jetzt gelebt habe, was ich bis jetzt gemacht habe und so weiter. Ich habe davor schon versucht, anderen zu helfen, ich habe Beratungen gegeben und so weiter. Aber die eigentlichen Aufgaben und vor allem meine persönliche Entwicklung habe ich irgendwie unter den Teppich gekehrt. Und das war eben die Folge davon, dass die Seele gesagt hat, so nicht, so funktioniert es nicht. Und dass ich das so erlebt habe. Und dann habe ich festgestellt, in meinem Leben stimmt nichts. In mir stimmt nichts. Meine Gedanken, meine Gefühle, meine finanzielle Situation, meine berufliche Situation, familiäre Situation, meine partnerschaftliche Situation. In meinem Leben stimmte wirklich nichts. Und ich war nie der Typ, der aufgibt. Da habe ich gesagt, okay, dann, es war wie, als würde man mitten in einer Baustelle oder in einem Schrottplatz auf einmal aufwachen und dass man denkt, ja, das soll mein Leben sein, hier stimmt ja gar nichts. Und so habe ich angefangen, mich zu entwickeln. Und das war wirklich das Grausamste, das Schlimmste, was ich bis heute erlebt habe. Und ich bin der Auffassung, mittlerweile verstehe ich auch die Menschen, die keine Lust darauf haben, sich selbst zu entwickeln, weil man wirklich mit jeder Kleinigkeit, mit jeder Unannehmlichkeit, Schattenseite, negativen Eigenschaften und so weiter von sich selbst konfrontiert wird. Und ich verstehe die Menschen, die das nicht wollen. Das war wirklich nicht einfach und nicht schön. Das war ein einsames Unterfangen, ein Dauerkampf. Ich musste auf alles achten, was ich bis dahin überhaupt nicht mal wahrgenommen habe, geschweige denn für wichtig gehalten habe oder so. Und ich musste alles ändern, wirklich alles. Ich bin noch nicht fertig.
Da habe ich angefangen, ein Schüler der Wahrheit zu werden und ich bin es heute noch. Also das Lernen hat nie ein Ende. Und ich lerne jeden Tag etwas Neues über mich selbst. Und das macht mich glücklich. Es gibt nichts, was mich so glücklich macht wie die Wahrheit. Gab es denn in deiner Kindheit eigentlich jemanden, der dich sehr stark geprägt hat? Vielleicht ein Vorbild, irgendjemand, der dich sehr tief berührt hat? Ich würde sagen, so wie wenn ich es mir so gewünscht hätte, nein, gab es keinen. Aber ich weiß, dass ich meine Mutter sehr genau beobachtet habe. Sie war für mich der Mittelpunkt meines Lebens, weil für mich hat sich eigentlich niemand interessiert. Wir waren eine große Familie. Wir waren 9 Personen mit den Eltern. Und ich weiß gar nicht, wie wir eigentlich überlebt haben. Wir hatten 2 Zimmer, ein Zimmer oben, ein Zimmer unten, das war's. Und wir hatten nicht mal Teppich oder Teppichboden oder Kühlschrank oder sowas. Dinge, die eigentlich heutzutage selbstverständlich sind, hatten wir nicht. Und ich habe meine Mutter immer gut beobachtet und ich habe sie über alles geliebt. Und ich konnte kaum noch laufen. Damals gab es zum Beispiel Staubsauger nicht, also bei uns nicht. Und der Besen war größer als ich und ich habe trotzdem versucht, den Boden damit sauber zu machen, weil ich sie entlasten wollte. Ich konnte es einfach mir nicht ansehen, dass sie wirklich Tag und Nacht geschuftet hat. Damals gab es ja sowas wie Tiefkühlschrank und sowas nicht. Und wenn du etwas kochen wolltest, musstest du frisch alles um 5 Uhr morgens bei Gemüseladen holen und dann waschen, schneiden, alles per Hand. Es gab keine Maschine und nichts. Und ich habe sie einfach dabei unterstützt. Diese Liebe, die ich für sie empfunden habe, begleitet mich heute noch. Und es ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke, diese Liebe zu meiner Mutter hat mich zu dieser unerträglichen Liebe, die ich für Frauen empfinde, geführt. In dem Sinne, dass ich festgestellt habe, dass ich für Frauen viel mehr tun kann, als ich angenommen habe. Und das hat mich auf Ideen gebracht, dass ich gedacht habe, diese Liebe, die ich damals für meine Mutter empfunden habe, wie ich sie entlasten wollte. Ich wollte, dass es ihr gut geht. Ich wollte, dass sie Gutes zum Essen hat, dass sie nicht so viel arbeiten muss und so weiter. Wie könnte ich jetzt alle Frauen am liebsten weltweit entlasten? Was belastet die Frauen? Welche Fragen haben sie? Welche Probleme haben sie? Und so weiter. Und da bin ich auf sehr schöne Ideen gekommen, beziehungsweise Einladungen bekommen, dass ich das machen kann. Und da werden sich die Frauen weltweit darauf wirklich sehr freuen, das weiß ich jetzt, wenn sie es haben. Aber meine Mutter war wirklich der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben. Und ich weiß noch, dass ich als Kind sehr oft verheiratet war oder versprochen war, weil in unserer Gasse, die waren alle arm. Und jede Familie hatte 5 Töchter und so weiter. Und die Mütter wollten unbedingt, dass sobald ich soweit bin, die eine Tochter heirate. Und weil sie gesagt haben, wenn unsere Töchter so arbeiten würden wie diese eine Junge bei dir, dann wären wir sehr glücklich. Aber weißt du, das hatte auch Schattenseiten. Meine Brüder haben mich gehasst. Ich habe meine Mutter geliebt und ich wollte nicht besonders mich beliebt machen bei ihr oder besondere Vorteile haben oder sowas. Ich habe sie einfach geliebt, ich wollte sie entlasten. Und meine Brüder haben mich gehasst, haben mich Arschkriecher genannt oder sowas, der sich einschleimt und so weiter. Und entsprechend sind wir auch mit mir umgegangen. Es gibt einige solche Geschichten, die entstanden sind dadurch. Die werde ich noch darüber schreiben. Aber so war das. Sehr gut. Bist du eher ein mittleres Kind, ein älteres oder ein jüngeres? Nach mir kam noch ein Bruder und dann waren wir vollständig. Also ich bin wir waren 5 Brüder, 2 Schwestern, 7 Kinder. Ich war das 6. Kind. An einem Samstag bin ich geboren. Du hast gerade von deiner Mutter erzählt. Wie war das denn mit deinem Vater? Was für ein Verhältnis hattest du denn zu deinem Vater? Ich hatte überhaupt gar kein Verhältnis zu ihm, keine Beziehung. Er war als Vater gar nicht präsent. Und er hat immer in seiner eigenen Fantasie gelebt. Er hat
seine Arbeit gemacht. Er ging morgens früh aus dem Haus und als Kinder haben wir das gar nicht mitgekriegt, wann er weg ist. Und abends kam er zurück, als es dunkel war. Und wenn er zu Hause war, dann gab es diese Vater-Kind-Beziehung überhaupt nicht zu uns. Und etwas, was sehr merkwürdig war, und ich konnte nie die Antwort darauf bekommen von ihm, war, dass er mich immer Herr Said genannt hat. Obwohl er mein Vater war, hat er nie gesagt Said. Zu anderen hat er ganz normal den Namen gerufen, aber bei mir hat er immer gesagt Herr Said. Und die letzten Jahre habe ich ihn immer wieder gefragt, bevor er die Welt verlassen hat, warum hast du mich immer so, oder du rufst mich immer noch so? Herr Said, er wusste es nicht. Er hat gesagt, das fühlt sich einfach stimmig an. Aber ich habe es nie verstanden, er hatte nie eine Antwort darauf. Also er war eigentlich, als Vater war er gar nicht da. Also wir waren sowieso eine seltsame Familie, aber in dem Zustand von damals wäre eine glückliche Familie auch unmöglich gewesen. Gab es denn auch Großeltern in der Nähe, die du regelmäßig gesehen hast? Es gab Eltern von meinem Vater, die mochte ich beide nicht. Die habe ich wirklich gehasst, weil sie selbstsüchtig waren, weil sie herrisch waren, militantisch. Sie hatten immer an uns etwas auszusetzen. Und den Vater von meiner Mutter habe ich nie kennengelernt. Er war schon längst weg, bevor wir geboren worden waren. Und die Mutter meiner Mutter habe ich über alles geliebt und sie hat mich geliebt. Und sie hat mir eben auch immer heimlich Geld gegeben. Nane Chine. Nane heißt Großmutter in Kindersprache. Und Chine bedeutet faltig. Wir haben sie Nane Chine genannt, weil sie sehr faltig war. Immer in glühender Hitze gearbeitet hat. Und sie hat mir immer heimlich Geld gegeben. Und sie mochte die anderen nicht. Aber mich hat sie immer mein Engelchen genannt. Möge sie gesegnet sein, wo auch immer sie ist. Eines Tages, da war ich 4 oder so, habe ich sie zum letzten Mal gesehen. Da ist sie ziemlich früh gegangen. Da hast du ja auch eine Geschichte drüber geschrieben. Ja, stimmt. Im Buch, was du geschrieben hast. Genau, das erste Buch von dieser Serie, Momente der Unendlichkeit. Das zweite Buch schreibe ich demnächst, wird auch 26 veröffentlicht werden. Da können sich die Leute auch darüber freuen. Du hast ja gesagt, dass Bezugspersonen wichtig sind für einen Menschen oder überhaupt Vorbilder. Aber du hattest ja keine. Wie war das denn für dich oder welche Auswirkungen hatte das denn auf dein Leben oder hat es heute noch irgendwelche Auswirkungen, dass du sowas gar nicht hattest? Ich musste ziemlich früh erkennen, du musst dich um dich selbst kümmern. Ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich das überhaupt umsetzen konnte. Aber irgendwann habe ich erkannt, du kannst dich nicht danach richten, wie andere sind. Wobei es überhaupt gar kein Vorbild gab in meinem Leben. Die Menschen um mich herum, sie hatten eigene Probleme, eigene Schwächen, sie waren emotional, konnten ihr Leben nicht meistern. Also es gab überhaupt nicht ein einziges Vorbild oder Bezugsperson. Und das mit Bezugsperson, finde ich, ist noch schlimmer, dass ich keine hatte, weil Bezugspersonen sind für eine natürliche Entwicklung eines Kindes unglaublich wichtig. Und sowas gab es nicht in meinem Leben. Ich hatte diese Bezugsperson nicht. Und ich bin auch kein Einzelfall. Die meisten Menschen haben keine Bezugsperson. Und das ist sehr wichtig, dass man als Kind, als kleines Kind, vor allem in den ersten 7 Jahren, die Mutter anschaut und sagt, das ist weiblich. So soll eine Frau sein. Oder weil du schaust deine Mutter an und sagst nicht, oh, sie ist meine Mutter. Eine weibliche Person, sie hat eigene Probleme, Unzulänglichkeiten, sie ist manchmal emotional. Du kannst nicht sachlich, psychologisch, wissenschaftlich darüber denken, sondern emotional. Du schaust sie an und sagst, das ist keine Frau, das ist kein Mensch, das ist eine Göttin. Jetzt stell dir vor, ein Mann, der die Mutter als Göttin bezeichnet, sucht ein Leben lang einen Ersatz für die Mutter. Sucht eigentlich keine Partnerin, sondern einen Ersatz für die Mutter, eine Mutter. Und viele Frauen scheitern in der Partnerschaft, weil sie keinen Mann oder keinen Partner suchen,
sondern ein Vater oder ein Ersatz für den Vater, weil sie sich selbst als Kind empfinden. Wenn wir in eine bestimmte Kindheitsentwicklung oder überhaupt in eine bestimmte Stufe von Entwicklung feststecken, weil wir uns natürlich nicht weiterentwickeln konnten, wir bleiben da, wir werden älter, aber die Probleme bleiben dieselben. Wir agieren wie ein kleines Kind. Wir sind schnell beleidigt, wir sind gekränkt oder wir werden emotional, wir werden wütend oder traurig und wir, zum Beispiel, wie viele, vor allem Frauen gibt es, die in einer Partnerschaft verlassen werden. Sie werden verlassen. Also es gibt so vieles, was da mit reinfließt, das Thema mit Bezugspersonen und Orientierungspunkte in der Kindheit, das ist wirklich sehr wichtig und die hatte ich nicht. Und das bedeutet, ich musste einfach sehen, dass ich mich irgendwie selbst aus eigener Kraft weiterentwickeln kann. Ich hatte keine andere Chance. Hast du dich da manchmal nicht sehr einsam gefühlt? Immer. Ich fühle mich heute noch sehr einsam. Es gibt eine bestimmte Art von Einsamkeit, die kann ich mit niemandem teilen. Ich fühle mich dauernd einsam. In dem Sinne, dass das ist jetzt schwierig zu formulieren. Ich bin ein Mensch noch, aber das Menschliche wird in mir immer kleiner, während das Göttliche immer größer wird. Das ist eine völlig natürliche Entwicklung, haben Millionen Menschen vor mir schon gehabt und werden auch Millionen Menschen nach mir haben. Also es ist nichts Besonderes. Nur, du bist trotzdem ein Mensch. Du bist trotzdem ein Mann. Du hast trotzdem einen Körper, musst essen, trinken und so weiter. Aber diese menschlichen Vorstellungen von Glück, von Partnerschaft, von Reichtum und so weiter, die funktionieren immer weniger, während das Göttliche in dir immer größer wird. Und das macht das menschliche Leben nicht einfacher. Könnte man sagen, dass 2003 der Moment war, wo du aus der Matrix ausgestiegen bist? Oder was bedeutet überhaupt die Matrix? Was meinst du damit, wenn du die Matrix sagst? Man denkt ja sonst auch an diesen Film oft, da gab es diese Katze, die irgendwie mehrfach irgendwo lang gelaufen ist. Was bedeutet das für dich? Für mich war es so, dass ich festgestellt habe, dass die Menschen zwar den Eindruck von sich selbst haben, dass sie Individuen sind und individuelle Entscheidungen treffen, aber dass das eine Halluzination ist. Das ist eine Fantasie. Die Menschen treffen keine Entscheidungen. Die Entscheidungen werden für sie getroffen. Das heißt, die Menschen zum Beispiel heiraten, Kinder kriegen, Zigaretten rauchen, Alkohol trinken, all diese Fußballvereine, dass sie diese Trikots kaufen oder Poster von irgendwelchen. Und das sind kollektive Vorlagen. Kollektive Vorlagen. Die Menschen leben nach kollektiven Vorlagen und nicht nach individuellen Entscheidungen. Das ist das, was ich erkannt habe. Und als Wassermann stört es mich. Ich will meine Entscheidungen selber treffen. Ich möchte sagen, ich mache das oder ich mache das nicht. Und der beste, einfachste Ausstieg aus der Matrix ist, wenn man sich selbst, nicht anderen, für sich selbst argumentieren kann, warum man etwas tut oder bejaht oder warum man etwas verneint. Die Argumente müssen für mich Sinn machen. Also sinnvoll in dem Sinne, ich habe was davon. Ich gehe in ein Fußballstadion und ich sehe einfach, ich gucke zu, ich zahle 300 für Getränke, für die Karte, für Trikots und ich schreie mich heißer und so weiter. Was habe ich davon? Und wenn ich sage, eigentlich in meinem Leben wird nichts besser. Ich kenne die Leute überhaupt gar nicht. Ob sie jetzt blau angezogen sind oder weiß, ob jetzt die Mannschaft gewinnt oder die Mannschaft, in meinem Leben wird nichts besser. Nichts wird schöner. Ich verdiene nicht mehr Geld oder ich werde nicht glücklicher oder reicher oder intelligenter. Und dann sagt man, okay, dann ist das ein kollektives Programm, das ist eine Vorlage, um die Menschen zu verarschen. Man kann es anders nicht sagen. Und eine individuelle Entscheidung bedeutet, für mein Individuum macht das Sinn. Und wenn ich sage, das macht alles für mich keinen Sinn, dann gehe ich nicht mehr hin. Das ist der perfekte Ausstieg oder der Anfang, von Matrix auszusteigen. Einfach Fragen stellen. Ich habe angefangen, Fragen zu stellen.
Ich habe angefangen zu fragen, ich habe auch andere gefragt und das war übel. Ich habe gefragt, warum hast du geheiratet? Und dann mussten sie selber nachdenken und sie haben keine Antwort gefunden, dann sind sie aggressiv geworden. Dann habe ich noch mal eins darauf gesagt, warum hast du sie geheiratet? Du hattest auch andere Möglichkeiten. Und dann ist es immer schlimmer geworden. Da habe ich erkannt, die Leute wollen die Dinge nicht hinterfragen. Sie wollen in einer Fantasie bleiben, wie in einem Film. Weißt du, die Schauspieler, die in einem Theater auf der Bühne agieren, sie wissen auch nicht, warum sie das machen. Irgendjemand hat ein Drehbuch geschrieben und sie machen es eben. So geht es den meisten Menschen. Und ich habe angefangen, vor allem mich selbst in Frage zu stellen, warum isst du das? Warum trinkst du das? Warum rauchst du Zigaretten? Warum trinkst du Alkohol? Ist das wirklich deine Freundin? Warum bist du mit ihr zusammen? Ist das dein Freund oder warum machst du diese Arbeit? Oder warum hast du kein Geld? Also ich habe verstanden, es gibt immer Ursache und Wirkung. Irgendetwas bewirkt immer die Umstände, die da sind. Mit diesen Fragen, das ist der perfekte Ausstieg aus der Matrix, dass man einfach nur anfängt, Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen. Und nicht einfach als absolute Selbstverständlichkeit zu nehmen. Und niemand stellt seine Mutter in Frage. Ist sie meine Mutter? Diese Frage stellt keiner. Nicht in dem Sinne, vielleicht bin ich gar nicht ihr Kind, so nicht. Sondern, wer ist denn eine Mutter? Wer ist denn meine Mutter? Meine Mutter ist jemand, der mich liebt, die sich um mich gekümmert hat. Meine Mutter ist jemand, der mich respektiert, der mich begleitet, mich aufbaut. Hat diese Frau all das getan oder tut sie das? Nein, dann ist sie nicht meine Mutter. Ich sage immer, deine Familie besteht aus Menschen, die dich lieben, die dich achten, mit Respekt behandeln, die deine Träume nicht zerstören, sondern im Gegenteil dich aufbauen und dir Mut zusprechen. Sind diese Menschen, mit denen du meinst, die sind deine Familie, nicht so zu dir, dann sind sie nicht deine Familie. Solche Fragen, einfach eigentlich ganz normale alltägliche Fragen, die Dinge nicht mehr für selbstverständlich zu nehmen, sondern hinterfragen. Das eröffnet Dimensionen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann merkt man, aha, in meinem Leben stimmt also nichts. Nichts ist so, wie ich dachte. Ich bin auch nicht so, wie ich dachte. Und dann fängt das langsam an, dass man größere Augen bekommt, dass man ein erweitertes Bewusstsein bekommt, dass man mehr sieht, immer mehr sieht. Aber das muss man verkraften, das ist nicht so einfach. Wie machst du das denn mit dem Verkraften? Hast du da irgendeinen Trick oder was machst du, dass du das psychisch, seelisch verkraften kannst? Ich würde jetzt banal sagen, durch Übung. Das würde nicht viel sagen, aber ist wirklich so. Durch Übung wird man besser. Wenn zum Beispiel ich eine schwangere Frau sehe und ich gehe gar nicht aus dem Haus, also mein Auto wird getankt, Lebensmittel wird gekauft, ich muss gar nicht aus dem Haus. Aber wenn ich mal mit Freunden mal ins Restaurant gehe und ich sehe zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich sehe eine schwangere Frau und ich sehe einfach da drin, in ihr, was für ein Wesen oder besser gesagt Unwesen da wächst und mit welchem Lebensplan es in diese Welt kommen will, dann wird es mir schlecht. Und früher habe ich sehr darunter gelitten, das war für mich ein Schock. Wenn du sowas siehst, du kommst gar nicht auf die Idee, dass irgendwelche nichtmenschliche Herkunft durch Menschen, also durch Frauen in diese Welt kommen können. Und dann siehst du es und im Laufe der Zeit gehen deine Blicke immer tiefer. Dann bleibst du nicht mehr an diesem Schock hängen, sondern du siehst die Hintergründe, du siehst die Gesetzmäßigkeiten, du siehst, warum dieses Ding bei ausgerechnet Ehe gelandet ist. Und indem du immer mehr verstehst, beruhigst du dich und verstehst, wo letzten Endes alles hingeht. Und außerdem, diese Information kann man ja auch nutzen, um Menschen zu helfen. Ich habe Jahrzehnte mit mir kämpfen müssen, bis ich mich dazu entschieden habe, das Buch über Schwangerschaft zu schreiben. Die Enthüllung der satanischen Matrix der Schwangerschaft, der größte Betrug an Frauen. Es gibt keinen Betrug an Frauen, der sie so fertig macht wie Kinder kriegen. Also ich selbst grundsätzlich bin ich nicht dagegen, dass man eine Familie gründet und Kinder bekommt. Ich finde es wunderschön. Kinder zu bekommen, eine Familie zu haben, ist das Schönste überhaupt. Aber nicht so, wie die Menschen es tun. Einfach ahnungslos, ohne Vorbereitung, einfach Kinder kriegen. So funktioniert das nicht. Sieht man ja auch. Es gibt
Also ich habe noch keine glückliche Familie gesehen, wo man sagt, ja, das ist ein Mann, echter Mann, ein echter Vater, eine echte Frau, eine echte Mutter und dementsprechend eine glückliche Familie habe ich noch nicht gesehen. Und ich habe immer wieder darüber nachgedacht, wo kommt das eigentlich her? Warum ist das so kompliziert? Wieso gibt es das so selten? Und dann kam ich langsam hinter diese Information, die ich unter anderem in diesem Buch geschrieben habe. Ich habe auch die Erweiterung dazu geschrieben und das wird wahrscheinlich dieses Jahr noch erscheinen. Die zweite oder dritte Auflage, erweiterte Fassung. Wie ging es denn dann weiter, als du dich selber da rausgezogen hast, als du dich entwickelt hast? Wie bist du eigentlich dann dazu gekommen, zu diesen Beratungen, zur Karmalogie, zu Matrix Clean, zu diesen Büchern? Wie ging es dann weiter in deinem Leben? Was mich hauptsächlich am Leben gehalten hat, war der Auftrag, mich um die Menschen zu kümmern. Wie zum Beispiel, ich habe von einigen Männern gehört, die gesagt haben, sie haben geraucht, sie haben getrunken, sie haben ein sinnloses Leben geführt, obwohl sie Geld haben und so weiter. Aber als sie geheiratet haben und Kinder gekriegt haben und auf einmal verantwortlich waren für mehrere Personen, haben sie sich zusammengerissen. Und durch diese Verantwortung ist das Geschäft größer geworden und einfach alles ist besser geworden. Und ähnlich ist das, wenn man weiß, ein Egoist sieht nur sich selbst. Jeder von uns hat ein Ego, egal wie wir uns entwickeln, wir haben trotzdem ein Ego. Nur ein Egoist ist jemand, der sich nach seinem Ego richtet. Und ein Egoist ist jemand, der nur sich selber sieht. Er hat gar nicht das Gefühl, dass er verantwortlich ist für andere und dass er sich irgendwie zusammenreißen muss oder sowas. Es sei denn, er hat persönlich was davon. Aber wenn man anfängt, sich von seinem Ego zu befreien, dann sieht man, es gibt auch andere Menschen. Es gibt auch andere Menschen, die leiden, die traurig sind, die unter Einsamkeit leiden. Sie finden keinen Partner, keine Partnerin, sie finden keinen gescheiten Beruf oder dass es ihnen einfach nicht gut geht. Und dieses Gefühl von Verbundenheit, also wirklich das Gefühl, nicht der Gedanke, das Gefühl von Verbundenheit. Ich leide mit ihnen, ich leide nicht unter ihnen, ich leide mit ihnen, weil wir alle wie Finger sind von demselben Arm oder von demselben Körper. Wenn ein einziger kleiner Finger irgendwo eine Entzündung hat, dann leidet der ganze Organismus. Je mehr man sich von seinem Ego befreit, umso mehr deutlicher kann man erkennen, wir sind eigentlich alle eine Familie, egal Hautfarbe, Religion, Sprache, wir gehören alle zusammen. Und dann kommt man irgendwann auf die Idee, dass man sagt, wie schön wäre es denn eigentlich, wenn ich für so viele Menschen so viel tun könnte, wie es geht. Menschen das Glück, das Licht, die Liebe, die Weisheit, die Entlastung, die Hoffnung zurückzugeben, was das System, das ich Matrix nenne, ihnen genommen hat. Das ist das, was, die Frage habe ich so oft gestellt bekommen, wie schaffst du das? Wie schaffst du das, so viele Dinge gleichzeitig? Zum Beispiel aktuell arbeite ich an 12 Büchern. Und 2 davon habe ich jetzt, oder 3 habe ich fertig gemacht. Und das 4. Buch, da habe ich schon 70% geschrieben. Weil ich die Entscheidung gar nicht treffen kann, komponiere ich jetzt, schreibe ich ein Buch, bereite ich jetzt ein Konzert vor oder einen Vortrag und so weiter. Die Dinge kommen und ich sortiere sie und dann entstehen die Dinge. Und das ist das, was mich glücklich macht, weil es einfach der Sinn meines Lebens ist, für andere da zu sein. Und je mehr ich für andere tun kann, umso mehr kann ich auch für mich selber tun. Umgekehrt auch, je mehr ich für mich selbst was tun kann, kann ich auch für andere aktiv werden, weil wir alle eins sind. Das bedeutet, wenn ich etwas anderen geben will, muss ich es erst haben. Ich kann nicht irgendwelche Bücher lesen und dann diese fremden Inhalte weitergeben und einen auf Lehrer und Guru und so weiter, so auf Esoterik und Spiritualität machen, sondern ich muss das wirklich selbst erlebt haben. Ich muss die Probleme gelöst haben, bei denen ich anderen predige, wie sie ihre Probleme lösen können. Und das ist eine Seltenheit leider in dieser Welt, ganz besonders
in Esoterik-Industrie. Mittlerweile ist das eine Industrie geworden und spirituelle Szene. Ja, das stimmt leider. Aber das ist es ja auch, was deine Beratung so besonders macht, was sie ausmacht. Du hast das alles selbst erlebt, selbst erfahren. Du erzählst nicht einfach irgendwas, was du in Büchern gelesen hast und fasst das zusammen, sondern das ist ja authentisch. Das kommt ja aus dir heraus. Du hast es selbst erlebt. Würdest du sagen, dass es wirklich das ist, was deine Beratung so besonders macht? Oder gibt es da noch was anderes? Ich bin für das lebendige Leben in allem. Ob man jetzt Spiegeleier macht oder Salat macht oder dirigiert oder komponiert oder ein Buch schreibt, ob man spazieren geht mit jemandem. Wenn, dann richtig. Das Leben ist keine esoterische Angelegenheit, ist keine spirituelle Angelegenheit, ist auch keine philosophische oder wissenschaftliche Angelegenheit. Das Leben ist eine praktische Angelegenheit, muss gelebt werden, in allem. Das heißt, wenn ich sage immer, alles, was wir tun, alle unsere Gedanken, Gefühle, Entscheidungen, was wir essen, trinken, mit wem wir zu tun haben, wirklich alles. Es gibt im Leben zwei Möglichkeiten, also die Entscheidungen, die wir treffen. Entweder treffen wir die Entscheidung für das Leben oder für die Zerstörung. Es gibt nichts dazwischen. Jemand, der zum Beispiel Zigaretten raucht oder Alkohol trinkt, hat sich für die Zerstörung entschieden. Es ist ihm nicht bewusst, also niemand sagt, ich stehe jetzt morgens auf und überlege mir, bevor der Tag beginnt, wie kann ich mich heute kaputt machen. Das macht keiner bewusst. Aber viele machen es, also die meisten eigentlich. Wenn man mit dem falschen Partner zusammen ist, mit der falschen Partnerin, wenn man die falsche Arbeit macht, das falsche Auto fährt oder überhaupt irgendwas im Leben nicht stimmt. Das sind Dinge, die gehen in alle Richtungen Zerstörung, weil das Leben ist eine permanente, steigende Glückseligkeit. Also wenn man in seinem Leben nicht immer glücklicher wird, immer reicher wird, wenn es ihm nicht besser geht, dann stimmt irgendwas nicht. Wobei es unterschiedliche Zusammenhänge gibt. Kein Mensch schafft es in allen Zusammenhängen parallel, wie bei Militär, vorwärts zu gehen. Bei manchen Punkten bleibt man ein paar Monate stehen, bei anderen macht man Sprünge, bei manchen Themen braucht man Inkarnation. Aber wichtig ist, dass man wirklich das lebendige Leben lebt, so wie das Leben ist. Und das machen ganz, ganz wenige. Sie wissen es und sie kennen es auch nicht. Und woher auch? Das wird uns ja nirgends erklärt. Wir lernen ja nirgends, wie gestalte ich mein Leben? Wie erkenne ich die richtigen und falschen Freunde? Woher weiß ich, was eigentlich mein Beruf ist oder meine Berufung? Also wirklich die elementarsten Fragen des Lebens lernen wir nirgends. Völlig ahnungslos kommen wir von der Schule oder Universität in die Welt und dann die Welt, also die Welt von uns Menschen besteht wirklich aus orientierungslosen Menschen, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, was ist Recht, was ist Unrecht, was ist gut, was ist nicht gut, was ist wahr, was ist unwahr. Ja, das ist wirklich sehr wahr. Viele Menschen wissen ja auch überhaupt nicht, wer sie eigentlich sind. Man lernt es nicht in der Schule, da lernt man zu funktionieren, in die Gesellschaft zu passen, aber man lernt gar nicht herauszufinden, wer man eigentlich ist und was man in diese Welt geben kann, um sie zu bereichern. Und wenn es jetzt einen Menschen gibt, der sagt, ja, mein Leben läuft irgendwie schräg, ich will das nicht mehr, ich will komplett neu starten, ich will alles anders machen. Was würdest du ihm raten? Womit fängt er an? Was ist so der Schlüssel? Ist das Mitgefühl oder gibt es da irgendwas, was du den Leuten empfehlen würdest, wo sie anfangen? Ich bin der Auffassung, der Mensch ist der Anfang und das Ende von allem, was er erlebt. Das heißt, wenn in meinem Leben irgendwas nicht stimmt, irgendwas nicht funktioniert, ich will, dass etwas funktioniert und es funktioniert nicht, dann stimmt etwas in mir nicht, in demselben Zusammenhang. Es bringt nichts, wenn ich das Drehbuch in mir nicht ändere und versuche, die Schauspieler, die auf meiner Bühne sind, auszuwechseln. Weil ich denke, wenn nicht Petra, dann Rita, wenn nicht Rita, dann Julia. Oder wenn nicht die Arbeit, dann eine andere Arbeit, wenn nicht das Auto, ein anderes Auto, wenn nicht dieses Land, dann ein anderes Land. Wir versuchen immer die Umstände zu ändern. Es bringt aber nichts, weil die Umstände
eine Materialisierung sind von dem, was ich in mir bin. Nicht, was ich habe oder denke oder fühle, sondern was ich bin. Das ist sehr wichtig. Wir ziehen nicht das an, was wir wollen, sondern was wir sind. Jeder von uns ist wie ein Magnet. Wir ziehen das an, was wir sind. Das heißt, je mehr es mir gelingt, mich selbst zu korrigieren, umso einfacher, glücklicher, reicher, erfolgreicher wird mein Leben automatisch. Umgekehrt nicht. Wenn ich so bleibe, wie ich bin und versuche mit Gewalt irgendwas da draußen zu ändern, das funktioniert nicht. Wenn ich Glück habe. Wenn ich Pech habe, funktioniert es. Bis wie zum Beispiel die Hollywood-Stars, die meisten von ihnen können unter Alkohol oder Drogen oder Tabletten gar nicht schlafen. Sie werden erfolgreich und dann kommen sie in diese Rolle, gesellschaftliche Rolle rein, dass sie nach außen Schaufensterpuppenmäßig irgendwas zeigen müssen, was sie aber nicht sind. Und niemand fragt diese Leute, sind sie glücklich, geht es ihnen gut? Das interessiert auch keinen. Das bedeutet, wenn man Glück hat, man ändert sich hier drin nicht, man hat gar nicht verstanden, ich bin die Macht in meinem Leben, hier drin. So wie ich bin, so wird mein Leben. Wenn man das nicht verstanden hat und versucht da draußen trotzdem die Umstände so glücklich zu gestalten, wenn man Pech hat, dann funktioniert das sogar. Bis man am Ende seines Lebens feststellt, nee, das war es doch nicht. Zum Beispiel Yul Brynner, er ist sehr unglücklich gestorben. Oder Charles Bronson. Die Leute beschäftigen sich damit überhaupt nicht. Die waren alle erfolgreich, beliebt, reich, alles, aber tot, unglücklich. Das ist der Punkt. Also wenn jemand sagt, in meinem Leben Partnerschaft, Geld, Gesundheit, was auch immer, etwas nicht stimmt, dann sage ich immer, du bist die einzige Ursache in deinem Leben. Das Wort Ursache, die erste Sache, wo alles angefangen hat. Du bist die Ursache in deinem Leben. Korrigierst du dich mit Ehrlichkeit? Ohne Schuldzuweisung, sie ist schuld, er ist schuld und so weiter. Mit anderen Eltern wäre ich besser dran und so weiter. Nein. Es geht auch gar nicht um die Frage, wer ist jetzt schuld, sondern wo kommt die Ursache her? Und ich bin die einzige Ursache in meinem Leben. Für das Schöne und für das nicht so Schöne. Also wenn mein Leben immer schöner wird, liegt es an mir. Wenn mein Leben immer reicher wird, erfolgreicher wird, liegt es an mir. An niemandem anderen. Nicht an Gott, nicht an Christus, nicht an Welt oder politischen Systemen oder irgendeiner Elite. Ich habe das wirklich selbst in der Hand. Nur diese Verantwortung, diese Bewusstheit über diese Macht haben die meisten Menschen nicht. Und mit meinen Büchern versuche ich das zu ändern. Es gibt so ein wunderschönes Zitat von dir. Das ist auch mein Lieblingszitat. Das ist, erfolgreiche Menschen werden nicht automatisch glücklich, aber glückliche Menschen werden automatisch erfolgreich. Und ich finde, das drückt es so wunderbar aus. Denn wenn man auch guckt, was habe ich da oder was gibt es so für Umstände in meinem Leben und was habe ich denn gemacht, was habe ich gedacht, was habe ich gefühlt, damit dieser Umstand in mein Leben kommen könnte. Und ich glaube, wenn man dem auf den Grund geht und dann versucht, das zu ändern, dann kommt man der Sache immer näher. Ja, ich sehe es auch so. Das heißt, wenn ich sage, glückliche Menschen werden automatisch erfolgreich, das ist wirklich ein, wie soll ich sagen, vielleicht das mächtigste Gesetz des Lebens. Je glücklicher der Mensch wird, das heißt mit sich selbst, nicht mit seiner Frau und Kinder und Arbeit und Auto, sondern mit sich selbst. Je glücklicher ein Mensch mit sich selbst wird, umso mehr Glück zieht er an. Wirklich Glück. Glück nicht im Sinne Glück und Pech, sondern glückliche Menschen, glückliche Umstände, Zustände, glückliche Kontakte. Alles, was einem fehlt, kommt einfach wie ein Magnet, wie ein Staubsauger, ziehen wir das buchstäblich an. Leider umgekehrt auch. Je unglücklicher ich bin, umso unglücklicher werden die Dinge sein, die ich anziehe. Das ist einfach so. Aber das ist auch eine ungeheuerliche Macht, die wir haben. Überlegt man, eigentlich ist das total einfach, wir müssen uns nur um uns selbst kümmern. Eine der ersten Erkenntnisse, die ich damals 2003 gewonnen habe, die ich einfach nicht glauben konnte, war, du musst dich eigentlich um gar nichts kümmern. All diese Sorgen, wo finde ich Arbeit, wie viel Geld kann ich wo verdienen, wie mache ich dies, wie mache ich das, all diese Fragen und Sorgen und Ängste und so weiter,
werden überflüssig, wenn man sich genau nach innen dreht und anfängt einfach ohne Rücksicht auf Umstände sich selbst zu korrigieren. Dann wird man immer glücklicher und alles andere zieht man buchstäblich auch an, so dass es einem besser geht. Eigentlich müssen wir uns nur um uns selbst kümmern. Das ist unglaublich, unglaublich. Ich habe das ausprobiert. Ich konnte es auch nicht glauben, aber es ist wirklich so. Und das ist ja auch wirklich etwas, was in deinem Leben sich materialisiert hat. Du hast ja erzählt von deiner Kindheit, du warst ja sogar im Krieg und ich möchte dich gar nicht fragen, was du da alles gesehen hast. Ich schreibe einmal darüber. Ja. Und du bist gestorben, du warst krank. Also das heißt, du hast ja viele unglückliche Umstände angezogen und dann hast du dich gedreht, du hast das geändert und jetzt bist du erfolgreich, du bist glücklich, du strahlst auch so eine Gelassenheit aus, so eine glückliche Gelassenheit, die erfolgreiche Menschen, die wirklich glücklich sind, die das Richtige getan haben oder das Wahre getan haben, besser gesagt, das so ausstrahlen. Magst du noch etwas erzählen, vielleicht so ein paar Sachen, die du bei dir korrigiert hast, dass es so geworden ist, dass du zu diesem Erfolg jetzt und zu diesem Glück gekommen bist? Ich bin eine zwiespältige Persönlichkeit. Ich bin von Sternzeichen bin ich Wassermann, also der Clown, der einfach lacht und Glückseligkeit verbreitet und gerne andere zum Lachen bringt. Das mache ich super gerne, war immer so. Aber mein Aszendent ist Steinbock, der grausame Weltablehner, Menschenhasser und so weiter. Und deshalb, diese zwei Persönlichkeiten sind so widersprüchlich, ich glaube, krasser hätte es gar nicht treffen können. Aber die sind trotzdem feste Bestandteile von mir, weil Aszendent Steinbock hilft mir, wirklich wahr und unwahr, besonders bei mir selbst, besser zu erkennen. Es ist nicht so, dass die Wahrheit uns wehtut. Es ist nicht so, dass die Wahrheit uns belastet. Viele Menschen haben Angst vor der Wahrheit, aber das sind die Lügen, die uns belasten. Das sind die Unwahrheiten und Halbwahrheiten, die es besonders in Esoterik und spiritueller Szene wirklich massiv gibt. Die Leute die wissen nichts und erzählen so viel, was sie irgendwo gelesen haben, in irgendeinem Seminar gehört haben und so weiter. Sie geben es einfach so wie ein Papagei weiter, ohne das selbst überprüft zu haben. Die Welt befindet sich in einem wirklich globalen Wandel. Und jetzt geht es, ich sage immer, das Leben ist wie eine Treppe. Und du hast zwei Möglichkeiten. Du läufst nach oben, du läufst nach unten. Nach unten laufen ist viel entspannter, einfacher. Da muss man sich nicht so superlativ anstrengen, neue Fähigkeiten und so weiter entwickeln. Man läuft einfach runter. Aber dann wird alles schlimmer. Gute Freunde verliert man, falsche Freunde zieht man an. Man verliert Geld, Gesundheit, alles wird immer schlimmer. Oder man läuft nach oben. Das ist anstrengend. Man muss neue Fähigkeiten entwickeln. Man muss neue Wege gehen, neue Ideen und Unzulänglichkeiten, die man hat, überwinden. Aber dafür wird das Leben immer schöner. Und das ist das, was ich gemacht habe. Das heißt, 2003, als ich dann zurückkam, dann fing es erst richtig an. Also davor war mein Leben viel leichter, entspannter, aber unglücklicher. Danach, wo ich anfangen wollte, mich zu korrigieren, da habe ich überhaupt erst gemerkt, was so alles los ist. Wie ein Auto, das du nach 10 Jahren zu TÜV bringst und die Mechaniker untersuchen alles und sagen, bei dem Auto stimmt eigentlich gar nichts mehr. Etwas, was du bist damit einfach gefahren und du wusstest das gar nicht. Und du bist froh, dass du nicht auf der Autobahn darauf gegangen bist, dass das Auto einfach explodiert ist oder sowas. Und so ist das mit Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, man muss auf eine neue Art und Weise mit sich selbst umgehen. Und das ist sehr anstrengend. Das ist ein einsames Unterfangen. Man distanziert sich automatisch von Menschen, die man vielleicht gerne gehabt hat. Oder die anderen verlassen einen, distanzieren sich von einem. Man kann nicht mehr das essen, was man früher geliebt hat. Man kann nicht mehr das trinken, was man früher geliebt hat. Alles ändert sich, alles wird, weil der Mensch sich ändert, wird auch alles andere auch anders.
Und das ist das, was ich immer wieder sage. Wenn ich es geschafft habe, dann schafft das wirklich jeder. Jeder kann das schaffen. Jeder, der will, kann es schaffen. Er muss nur wissen, wie. Der Unterschied zwischen meinen Kunden und mir, der größte Unterschied ist, ich hatte wirklich niemanden. Wirklich niemanden, also weltlich gesehen. Ich hatte Christus an meiner Seite, aber ich hatte niemanden. Ich musste selbst wie ein Detektiv mein Leben, meine Persönlichkeit, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Gewohnheiten, Entscheidungen, meine Freunde, Familie, wirklich alles überprüfen. Und die Ergebnisse waren immer katastrophal. Dass ich immer wieder schockiert war, dass ich gedacht habe, das ist meine Freundin oder das ist ein Freund, das ist meine Mutter, das ist mein Vater, das sind meine Geschwister. Und wenn man aber die Wahrheit erkennt, dass du vor diesem Erlebnis eigentlich in einer Fantasie gelebt hast, dass die Wirklichkeit völlig anders aussieht, das ist wirklich wie ein Schock. Wie dieses Aufwachen von Neo in Matrix. Du wachst auf und du denkst dir, boah, ich dachte, ich wäre in der Welt und davon stimmt eigentlich gar nichts. Und ich habe viele solche Schockmomente erlebt, auch über mich selbst. Und das ist nicht einfach, auch psychisch nicht einfach zu verarbeiten. Und ich kann wirklich jeden auch warnen, der meint, er will sich entwickeln. Man muss es psychisch verarbeiten können, weil man erfährt nicht nur über sich selbst Dinge und über das Leben, sondern auch über die Welt, über die Menschen, über das, was in dieser Welt los ist. Und das schockiert einen am meisten. Als Beispiel, wenn du ich habe Fußball geliebt, als Kind habe ich Fußball gespielt bis zum geht nicht mehr. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fußballspiel mir anschaue und sehe, was da wirklich passiert, nicht was sie da machen, sondern zum Beispiel energetisch, seelisch, was da passiert, dann wird es mir schlecht. Also wenn die Leute wüssten, was da wirklich mit ihnen passiert, würde kein Mensch hingehen. Kein Mensch. Und in dieser Welt stimmt nichts. In dieser Welt besteht alles aus Lug und Trug und nichts ist so, wie die Menschen denken, dass es so ist. Und irgendwann musste ich auch überlegen, ja, wo fängst du an? Wo fängst du an? Und ich hatte keine Erfahrung, ich wusste nicht, wo ich anfangen soll, was ich machen soll. Und ich hatte keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt. Und da habe ich angefangen. 2008, glaube ich, habe ich angefangen, das erste Buch Triumph der Liebe über das Ego zu schreiben. Und ich habe gedacht, das sind 10 Seiten, 15, 20. Irgendwann sind das 60, 80, 100, 200 und irgendwann fast 400 Seiten geworden. Und das ist wirklich, was die Leute auch heute noch schreiben über das Buch, das macht mich glücklich, dass das Buch immer mehr bei Menschen ankommt und so vielen Menschen schon so viel geholfen hat. Das ist schön, das macht mich glücklich. Das sind also die Menschen, die mich jeden Tag, jeden Morgen aus dem Bett holen. Das sind die Menschen, die eigentlich der Sinn meines Lebens sind. Für sie kämpfe ich gegen meine Unzulänglichkeiten, Schattenseiten, mein Ego. Ich löse mich immer mehr von anderen Inkarnationen. Ich versuche neue Fähigkeiten zu entwickeln, damit ich noch besser helfen kann. Andere Bücher, neue Wege, neue Methoden und so weiter. Das mache ich alles aus Liebe, weil das Herz kann nur lieben. Das Herz kennt keinen Hass oder keine Trennung. Das ist nur Fantasien aus dem Kopf, aus dem Ego. Aber das Herz liebt einfach. Und diese Liebe macht alles. Die einzige Kraft, die wirklich überhaupt dem Leben Sinn gibt und alles schön macht, ist die Liebe. Das heißt, ich will damit sagen, die Menschen sagen zum Beispiel, ich weiß nicht, was der Sinn meines Lebens ist. Was ist meine Berufung? Was soll ich tun? Was soll ich lassen? Ich kann es nicht erkennen. Meine Antwort ist, finde heraus, was du liebst. Wirklich tief in deinem Herzen. Was liebst du wirklich? Alles andere ergibt sich von allein. Weil wenn ein Mensch herausgefunden hat, wohin sein Herz schlägt, wirklich sein Herz, nicht irgendeine Fantasie nach Vorlagen, Oscar gewinnen oder irgendwelche Preise gewinnen, das ist Quatsch. Sondern das Herz sagt, ich kann wie ein kleines glückliches Kind lachen, wenn ich schon daran denke, dass ich das und das mache. Das ist die Liebe. Wenn du das entdeckt hast, dann hast du keine Probleme
keine Hindernisse mehr und keine Fragen mehr. Das ist dann quasi der Kompass, der dich immer weiterleitet. Ja, und es wird immer stärker. Also je weiter ich mich entwickle, umso größer wird diese Liebe. Alles andere, was menschlich ist, vergänglich ist, wird immer kleiner. Alles, was göttlich ist, wird immer größer. Wie ist das denn in deinem jetzigen Leben? Gibt es denn eine Frau in deinem Leben oder wie ist das mit dem Thema Partnerschaft? Ich habe vieles ausprobiert in meinem Leben, weil ich unbedingt glücklich sein wollte. Ich wollte glücklich sein. Und ich wollte eine Freundin haben, wie sonst jeder Mann auch. Eine Freundin haben, mit ihr zusammen sein, mit ihr Kinder kriegen, eine Familie gründen, Standard. Nur funktioniert hat es nie. Nie. Es war wirklich schon im Keime erstickt. Und irgendwann habe ich verstanden, dass einerseits ist das gar nicht meine Bestimmung, 0815 Partnerschaft zu haben, Beziehung. Das hat eigentlich keiner. Diejenigen, die sich das einreden, das ist eine Fantasie. Partnerschaft ist eine Fantasie, wie die Menschen es verstehen. Das ist eigentlich ein Trick der Matrix, um die Menschen abzulenken. Sie haben zum Beispiel, ich sage immer, niemand kennt niemanden. Die Leute telefonieren miteinander, schicken sich Fotos, sie treffen sich, gehen Kaffee trinken und dann gehen sie essen, dann gehen sie ins Kino und nach ein paar Wochen oder Monaten haben sie den Eindruck, sie kennen sich. Und dass sie dann miteinander schlafen können, eine Partnerschaft starten können, aber niemand kennt niemanden. Das sind alles Illusionen, die bei mir einfach nicht mehr funktionieren. Eigentlich bei niemandem funktionieren. Nur seit einigen Jahren begreife ich das, dass es gar nicht mein Ding ist. Das steht gar nicht an in diese Inkarnation. Das ist auch nichts Besonderes. Es gibt viele Menschen, die sich andere Dinge vorgenommen haben. Statt heiraten, Kinder kriegen, Familie gründen oder Partnerschaft haben und so weiter. Ist bei mir auch so. Das bedeutet, ich bin Single und so, wie es aussieht, also sieht nicht gut aus mit heiraten und Kinder kriegen oder eine Beziehung haben, dass eine Frau im Mittelpunkt meines Lebens ist. Sowas gab es nicht, gibt es nicht und ich gehe davon aus, sowas wird es auch nicht geben. Weil ich andere Dinge zu tun habe. Mir fehlt einfach die Zeit. Mir fehlt die Energie, dass ich mich mit einer Frau so intensiv beschäftige, dass sie ein Teil meines Lebens wird. Und außerdem, wenn man sich die Frauen anschaut, wie sie heutzutage wirklich voll sind von Matrix-Programmen, irgendwelche Wunschvorstellungen und irgendwelche Vorstellungen, wie sie meinen, wie sie glücklich werden, reich werden, wie der Mann sein soll, da passe ich überhaupt nicht rein. Also es ist eigentlich aussichtslos. Aber ich leide auch nicht mehr so darunter, nur das Menschliche, das leidet darunter. Und das wird immer weniger. Ist eine natürliche Entwicklung, war nie, auch vor mir war es nie anders. Also diejenigen, die sowas vor sich haben, sie werden es selbst erleben. Dass wenn man sich weiterentwickelt, während die anderen es genau in andere Richtung rückwärts laufen und du gehst immer weiter vorwärts, dann werden diese menschlichen Vorstellungen, Wünsche, Bedürfnisse, das wird schwieriger. Das wird schwieriger. Und das ist ein bitterer Preis, aber es lohnt sich. Das heißt, wenn man sich weiterentwickelt, leidet man ja langfristig weniger. Man wird glücklicher und dann hat man solche Bedürfnisse auch gar nicht mehr. Ja, die menschliche Glückseligkeit lässt nach, ist sowieso vergänglich, ist sowieso eine Fantasie. Aber die göttliche Glückseligkeit nimmt zu. Und ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber die Dimension, die man erlebt, die Erkenntnisse, die man gewinnt, die Dinge, diese Kräfte, die in einem aktiviert werden, das ist wirklich überhaupt kein Vergleich. Ich würde nicht mal sagen, das tröstet einen, sondern das ist unvergleichlich besser als die Vorstellung, die Menschen haben von Glückseligkeit. Wenn jetzt ein Mensch sagt, ich fühle mich heute so richtig glücklich oder hat wirklich dieses Gefühl, er fühlt sich glücklich. Woran merkt er denn, ist das jetzt ein menschliches Glück oder geht das Richtung göttliches Glück? Wie fühlt sich dieser Unterschied an? Ich würde sagen, wenn ein Mensch sich fragt, ist das jetzt ein menschliches Glück oder ist es ein göttliches Glück oder Glückseligkeit?
würde ich sagen, menschliche Vorstellungen gehen immer nach Vorlagen. Mit anderen Worten, das sind Programme, Kollektivprogramme aus der Matrix. Dass man glaubt, mir geht's besser, wenn ich Kinder habe oder bekomme. Mir geht's besser, wenn ich mehr Geld verdiene. Ich habe ein Haus, aber wenn ich 5 Häuser habe, dann geht's mir besser. Das sind menschliche Vorstellungen, die sich eigentlich nie erfüllen. Deshalb verstehe ich auch Milliardäre nicht. Ich habe einige kennengelernt. In München, in Monaco und weiß Gott wo. Ich verstehe nicht, die haben alles. Aber sie wollen noch mehr. Kann ich nicht nachvollziehen, ich verstehe es nicht. Sie haben hunderte Häuser, sie haben hier ein Bankkonto, da ein Bankkonto. Wie viele Autos, hier ein Haus, da ein Haus, überall in der Welt. Und sie wollen trotzdem mehr. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Und was sie eigentlich suchen, finden sie nicht in Vergänglichen. Weil alles, egal was du hier erreichst, es ist trotzdem vergänglich. Du sagst auf der einen Seite, dass das Menschliche, dass das Vergängliche uns nicht glücklich macht. Aber auf der anderen Seite sagst du auch, dass Reichtum zu einem glücklichen Leben dazugehört. Ist das nicht irgendwie widersprüchlich? Wie siehst du das? Das ist ein menschlicher, wie soll ich sagen, Missverständnis, der Unterschied zwischen Geld und Reichtum. Geld hat mit Reichtum nichts zu tun. Geld hat man erfunden, um reich zu werden, aber nur für sich selbst. Das heißt, es gibt 2 Arten Menschen in dieser Welt. Diejenigen, die um zu leben oder zu überleben Geld verdienen, und diejenigen, die davon wirklich in Wirklichkeit profitieren. Das heißt, du arbeitest für irgendeine Firma und bekommst 5.000 pro Monat, aber du bringst der Firma vielleicht 1 Million pro Monat. Sie profitieren davon und du überlebst nur. Du wirst am Leben künstlich gehalten. Das ist Geld. Reichtum, also Geld ist eine Falle, Geld ist eine Lüge, Geld ist eine Fantasie. Geld ist ein Köder, damit wir dem immer hinterherlaufen. Etwas, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Wir machen uns kaputt, wir zerstören unsere Gesundheit, unsere Jugend, alles ruinieren wir, um Geld zu bekommen. Aber Geld hat mit Reichtum nichts zu tun. Reichtum bedeutet, dir fehlt nichts. Du hast den richtigen Mann an deiner Seite, die richtige Frau, du hast das richtige Auto, du hast die richtigen Freunde, du bist glücklich mit dir selbst, du hast Zufriedenheit in deinem Herzen. Dir fehlt einfach nichts, du leidest nichts. Das ist das, was ich meine. Das heißt, reich sein ist eigentlich ein Muss. Man muss reich sein, wenn man glücklich sein will. Das Problem dabei ist, dass in dieser Welt die Menschen reich sein wollen, aber nur wirtschaftlich und nicht innerlich. Das heißt, sie wollen reich sein, ohne Glückseligkeit zu berücksichtigen. Und ich sehe es genau umgekehrt. Ich sage immer, wenn du reich werden willst, dann sei erst glücklich. Finde heraus, was dich unglücklich macht und löse dich davon. Dann wirst du reich. Also erst kommt Glückseligkeit, wie bei allem anderen auch. Und dann kommt Reichtum. Auch weltlich, auch materiell. Also es wäre eher komisch, wenn wir auch materiellen Reichtum ablehnen würden, weil wir haben einen materiellen Körper. Wir leben in einer materiellen Welt. Warum sollten wir materiellen Reichtum ablehnen? Nur das ist ein Aspekt von Reichtum, nicht der Aspekt. Das ist der Punkt. In dieser Welt ist es ja auch so, dass wir Geld brauchen, um zu überleben. Also es gibt Rechnungen, die ins Haus flattern, die wir bezahlen müssen. Das Auto kostet Geld, das Haus kostet Geld, alles kostet irgendwie Geld. Und dieses Geld, was wir für so etwas brauchen, ist das auch so ein Teil des Reichtums, dass wenn wir diese glückliche Lebenseinstellung haben, dass dann auch automatisch dieses Geld zu uns kommt? Für mich ist Geld eine Reaktion der Welt, nichts anderes. Wirklich, einfach nur eine Reaktion der Welt. Das heißt, wir haben irgendeine Aktion gestartet und die Welt reagiert darauf. Wenn wir irgendwo hingehen und Toiletten sauber machen oder ein Zimmer sauber machen, bekommen wir so und so viel. Wenn wir als Empfangsdame oder Empfangsmann arbeiten, bekommen wir so und so viel. Wenn wir als Übersetzer arbeiten,
wenn wir als Arzt arbeiten, als Anwalt, je hochwertiger unsere Aktionen sind, das, was wir der Welt geben, umso hochwertiger ist die Reaktion, auch nicht nur auch in Gestalt von Geld, in Form von Geld. Das bedeutet, jeder Mensch, ob er will oder nicht, ist im Austausch mit der ganzen Welt. Jeder Mensch, mit der ganzen Schöpfung. Und durch sein Agieren, was er der Welt gibt, bestimmt er seinen Preis, wie viel Geld er dafür bekommt. Jeder Mensch bestimmt seinen Preis selbst, nicht die Welt, nicht der Chef, nicht die Firma. Das macht der Mensch selbst. Aber den meisten Menschen ist das nicht bewusst, dass sie diese Macht haben. Und nicht im Sinne, ich verdiene jetzt 5.000, aber ich will eigentlich 50.000. Nein, so nicht, das sind Wunschvorstellungen. Wenn ich sage, ich verdiene 5.000, ich will 50.000 oder 50 Millionen verdienen, dann muss ich den Wert dessen, was ich anbiete, weiter anheben. In Form von Qualität, in Form von Nützlichkeit, in Form von wie viele Menschen profitieren davon und so weiter und so fort. Das heißt, Geld ist eigentlich eine Reaktion der Welt. Willst du reich werden, musst du für die Welt eine Bereicherung sein. Je größer du bist als eine Bereicherung, umso größer ist dann der Reichtum, der dann kommt. Ich habe das ausprobiert, ist wirklich so. Wie ist das denn bei dir gewesen? Wie hast du dich aus der Armut rausgebracht, dass du zu diesem Reichtum dann auch gekommen bist, innerlich und äußerlich? Ich war ein schwieriger Fall. Ich kenne das, dass viele Leute sagen, es war ein Moment, in diesem Moment habe ich die Entscheidung getroffen, finde ich toll. Dieser magische Moment hat alles verändert. Bei mir war das leider ein Prozess. Ging über viele, viele Jahre. Ich kann Beispiele nennen. Ich hatte kein Geld, zum Beispiel für meinen Kater Essen zu kaufen. Im Kühlschrank hatte ich auch kein Geld. Ist auch gar nicht so lange her. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Wirklich, ich war völlig verzweifelt. Ich war krank, todkrank, ich konnte nicht arbeiten und ich hatte kein Geld und so weiter. Und solche Momente, wenn er dich anschaut und niemand glaubt, also wer das selber nicht erlebt hat, er glaubt das nicht, dass ein Kater einen anschaut und weiß, es gibt nichts zum Essen. Er wusste es, er hat es mir angesehen und er hat auch nicht gejammert oder sowas. Wenn ich so anständig gewesen wäre damals wie er, dann wäre ich viel weiter gegangen. Von ihm habe ich Anstand und Respekt und Demut habe ich gelernt. Ich meine es wirklich ernst. Und es gab viele solche Momente, wie ich habe zum Beispiel Geld geliehen gehabt, 100 Euro oder sowas. Und dass die Leute mich so fertig gemacht haben wegen dieser 100 Euro, dass ich mir gedacht habe, das machst du nie wieder. Du nimmst nie wieder Geld von jemandem. Und auch wenn du verreckst, du arbeitest, findest irgendwas, machst, um eben Geld zu verdienen. Und es gab viele, viele solche Momente, die mich dazu geführt haben, mehr oder minder gezwungen, dass ich gesagt habe, die Arbeit kann ich nicht machen, das kann ich nicht. Zum Beispiel, ich ertrage es nicht, wenn ich einen Chef über mir habe, in Menschengestalt. Dass jemand mir sagt, du musst um 9 Uhr im Büro sein, bis 18 Uhr arbeiten, das geht gar nicht bei mir. Ich muss mein eigener Chef sein. Und das hat es eigentlich unmöglich gemacht, dass ich für jemanden hätte arbeiten können. Also habe ich angefangen, für mich selbst zu arbeiten. Und so bin ich immer mehr in diese Richtung gekommen. Ich mache mich selbstständig, ich fange an, Menschen zu helfen, da wo ich selbst mir geholfen habe und so weiter. Und so haben sich diese Erfahrungen entwickelt. Ich habe mich entwickelt und bin immer weiter in diese Richtung gegangen. Also diese magischen Momente, es gab viele magische Momente, aber ich habe sie auch gebraucht. Bei mir war es leider nicht so, dass ein Moment Klick macht und dann bin ich als Superman aus dem Schrank rausgekommen und war auf einmal alles anders. Das war ein Kampf, ein wirklich einsamer, grausamer Kampf zwischen mir und mir. Wirklich als absoluter Verlierer zu einem Supergewinner zu werden, das war ein Prozess. Und all die Dinge, die ich besonders die letzten 30 Jahre durchmachen musste, möchte ich möchte es vorbeugen, dass andere, meine Kunden, das erleben müssen.
Ich will, dass sie von all dem, was ich durchgemacht habe, profitieren. Und all diese Fehler, die ich gemacht habe, dass sie das nicht machen. Und all diese Dinge, die ich gelernt habe, wofür ich wirklich bluten musste, für jede Erkenntnis. Niemand hat mir irgendwas erklärt. Ich musste immer wieder auf den Deckel bekommen, um zu verstehen, was etwas falsch ist, warum etwas nicht funktioniert. Ein Misserfolg nach dem anderen, alles ausprobiert und so weiter. Und ich möchte tun, was ich kann, damit so viele Menschen wie möglich einfach und schnell, weil ich ziemlich ungeduldig bin, jemand, der viel macht und jahrelang, nein, zack, 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 die Probleme angehen, wirklich Tacheles mit sich selbst, ehrlich mit sich selbst sein. Und das ist unter anderem auch das, was ich in Wiesbaden im September vorhabe, 2025, dass die Menschen schnell vorankommen und erkennen, dass, wie einfach eigentlich es ist, ein schönes, erfülltes, glückliches Leben zu haben. Allein dafür schon hat es sich gelohnt. All diese Krankheiten, all diese traumatischen Erlebnisse, ich habe Sachen erlebt, das glaubt mir kein Mensch. Was ich so alles durchgestanden habe, ich schreibe darüber, was ich alles durchgestanden habe und so weiter überlebt habe, das ist einfach unglaublich. Und ich möchte nicht, dass allen anderen, die da draußen das Licht suchen, dass ihnen das passiert. Dass sie auf falsche Propheten reinfallen, auf Esoterik-Szene und spirituelle Szene und so weiter. Und das ist mein Hauptanliegen, dass der Mensch zu sich selbst zurückfindet. Dass der Mensch seinem eigenen Herzen folgt, das ist für mich das Wichtigste. Damit fängt eigentlich alles an. Die Bewusstheit darüber, wie mächtig wir eigentlich sind. Und dass jeder seine Probleme selbst völlig einfach lösen kann und weiterkommen kann, stärker, reicher, glücklicher werden kann. Das ist das, was mich am meisten glücklich macht. Dafür hat es sich das gelohnt, all das zu überleben. Magst du vielleicht eins von diesen schlimmen Erlebnissen mit uns teilen und auch sagen, wie du das gelöst hast, wie du da rausgekommen bist? Ich hatte so viele Dinge. Wie gesagt, als ich aufgewacht bin, 2003 zurückkam in meinen Körper, habe ich festgestellt, in meinem Leben stimmt nichts. Wirklich, da war nichts in Ordnung, nichts. Auch in mir nicht. Die Art, wie ich gegessen habe, wie ich getrunken habe. Ich habe Zigaretten geraucht, ich habe Alkohol getrunken, ich habe komische Sachen gegessen. In meinem Leben stimmte nichts. Von daher, diese Idee, wie habe ich das geschafft, ist schwierig zu sagen. Aber eines kann ich sagen, was vielen Menschen hilft, ist, wenn zum Beispiel eine Angewohnheit oder Sucht, irgendeine Sucht man hat, Zigaretten zum Beispiel, und man will davon wegkommen, es bringt nichts dagegen zu kämpfen. Es gibt eine Verbindung, sagen wir psychische Verbindung zwischen dem Raucher und Zigaretten. Zum Beispiel bei mir war das Rebellische, ich bin stark, ich bin selbstständig, ich treffe meine Entscheidungen selbst und ich demonstriere es, indem ich rauche, zum Beispiel. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das meine Beweggründe waren. Kein Wunder, das kommt auch alles von der Werbung. Der einsame Mann, der Cowboy, der in der Wüste alleine da sitzt und eine Zigarette anzündet und so weiter, das ist so das Bild. Und das wird im Unterbewusstsein gespeichert und wenn du dich so fühlen willst wie dieser Super-Cowboy, dann rauchst du eben. Als ich das verstanden habe, ich habe immer wieder versucht, mit Zigaretten aufzuhören. Und ich habe immer wieder angefangen. Immer wieder. Ich habe gelesen, was die Leute empfehlen. Damals gab es Internet und alles nicht. Und ich habe es nicht geschafft, bis ich das hier entdeckt habe, dass ich eine unterschwellige Verbindung habe in meinem Unterbewusstsein zu Zigaretten. Und ich musste die Entscheidung treffen, ich will nicht so sein. Das bin ich nicht. Als ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich alles, was mit Zigaretten zu tun hat, weggeschmissen. Und ich habe nicht mehr, diese Idee hatte ich von mir, dieses Bild nicht, ich bin ein Ex-Raucher, sondern ich bin ein Nichtraucher. Und ich habe die Hölle durchgemacht, wirklich. Ich hatte Durchfall, Verstopfung, schlaflose Nächte, Übelkeit, Schwindelanfälle, nur weil ich mit Rauchen aufgehört habe. Weil das wirklich eine Chemiebombe ist, was die Leute sich antun. Aber ich habe gesagt, entweder du stirbst, weil du nicht rauchst,
oder du überlebst, aber ohne Zigaretten. Das war die Entscheidung. Und das habe ich auch durchgezogen. Und diese Entscheidung hat so eine ungeheuerliche Macht, dass die Menschen, und das will ich auch, dass sie das verstehen, und dass sie das auch trainieren, nicht mehr, dass man das theoretisch hört und sagt, wow, sondern dass man das ausprobiert, ja, auch deine Entscheidung hat Macht in deinem Leben. Du kannst alles erreichen. Du kannst dich von jeder Sucht befreien. Du kannst dich aus jeder aussichtslosen Situation rausholen. Du kannst Multimillionär, Milliardär werden, alles was du willst. Du musst aber die entsprechende Entscheidung treffen oder es durchziehen, dass du sagst, es gibt keinen Plan B. Entweder oder gar nicht. Und das sind solche Momente, die ich geschafft habe. Und glaub mir, das war nicht einfach. Was ist das, was dich immer antreibt? Sind das die Menschen selber, denen du helfen willst? Oder ist es diese Liebe zur Wahrheit, die Liebe zu den Menschen? Was ist das, was jeden Tag bewirkt, dass du aufstehst, dass du weitermachst, dass du Menschen hilfst? Also ich bin der Auffassung, wenn ein Herz liebt, dann liebt es. Und das Herz kann nur das Gute, das Wahre, das Schöne lieben. Und es ist schön, ein schönes Leben zu haben. Es ist schön, ein reiches Leben zu haben. Es ist schön, ein erfolgreiches Leben zu haben. Oder es ist schön, sich um andere zu kümmern. Es ist schön zu sehen, ich bin sinnvoll, ich werde gebraucht. Ich kann anderen etwas Last wegnehmen. Ich kann ihnen helfen, wieder gesund zu werden, stark zu werden, erfolgreich zu werden. Oder die Hoffnung wieder zu bekommen, die man ihnen genommen hat. Aber dieser Weg, dieser Prozess war, diese 10 Jahre, das sind Zustände, die kann man sich nicht vorstellen. Also diejenigen, die todkrank sind und ewig damit kämpfen mussten, die verstehen das. Also wenn du zum Beispiel dich übergibst und da ist jedes Mal Blut drin. Also wenn du immer wieder bewusstlos wirst. In diesen 10 Jahren, am Anfang war es besonders schlimm. Autofahren war ein Albtraum. Im Restaurant zu essen war ein absolutes No-Go. Du konntest ein normales Leben überhaupt nicht mehr führen. Du musstest total aufpassen, was du isst, was du nicht isst, wie du schläfst. Alles hat wehgetan. Alles. Ob jetzt Beine, Arme, du konntest mal gut schlafen, mal nicht. Also wirklich, das war eigentlich eine Reinigung. Und ich sage immer, jede Krankheit ist nichts anderes als eine Reinigung. Nur ich sage immer, wenn ich es gibt 3 Arten von Leid. Meiner Meinung nach. Es gibt 3 Arten von Leid. Wenn man etwas macht, was man lieber lassen sollte, dann leidet man. Zigaretten rauchen, Alkohol trinken, falsche Freunde und so weiter, sinnloses Leben führen, wie ich es gemacht habe. Dann leidet man, wenn man falsche Entscheidungen trifft. Man leidet aber auch, wenn man anfängt, richtige Entscheidungen zu treffen, glückliche Entscheidungen zu treffen, weil man leidet deshalb, weil alte Inhalte und Speicherungen, die uns sind, flüssig werden, weil sie nicht mehr zu aktuellen Entscheidungen zusammenpassen, kompatibel sind, werden sie flüssig und müssen durch Leid, durch Krankheiten aus uns rausfließen. Wir leiden genauso, wie wenn wir ein unglückliches Leben führen würden. Aber der Unterschied ist, das entlastet uns. Während unglückliche Entscheidungen uns immer mehr belasten, ist diese Art von Leid entlastet uns. Man merkt einfach, ich bin eigentlich gar nicht erkältet, aber ich bin glücklich. Also ich bin wie die Nase läuft, der Kopf tut ein bisschen weh, aber ich bin glücklich. Das heißt, die Seele sagt, entspann dich, das ist kein Unglück, das fließt nur aus deinem Körper raus, weil du etwas verstanden hast, etwas umgestellt hast, dann fließt es jetzt aus deinem Körper raus. Also die erste Art von Leid ist das, was wir alle kennen, falsche Entscheidungen. Die zweite Art ist, wenn wir anfangen, unser Leben zu regeln, zu ordnen, intelligente, glückliche, schöne Entscheidungen zu treffen, dann leiden wir auch, dass das alte Zeug alles rausfließt. Es gibt aber eine dritte Art von Leid, wenn du anfängst, für andere dich einzusetzen, weil das in dieser Welt nicht erwünscht ist. Auch die Menschen selbst, sie wollen nicht, dass man ihnen hilft. Sie wollen ihre Probleme nicht lösen, sondern loswerden. Ich glaube, diese 3 Arten von Leid gibt es überhaupt. Aber das ist mein Schicksal, das ist mein Leben, das ist meine Beschaffenheit, das ist meine Bestimmung.
Viele Leute schreiben dir Dankesbriefe oder geben dir sehr positive Bewertungen, dass du ihnen geholfen hast, dass du sie geheilt hast, dass sie überhaupt noch am Leben sind oder dass sie sich selbstständig gemacht haben, jetzt erfolgreich sind, reich sind. Sie sehen dich als einen Helfer, als einen Heiler, teilweise sogar als so etwas wie einen Heiligen. Wie siehst du dich denn selbst? Also ich sage den Menschen immer, wenn etwas sich geändert hat in ihrem Leben, habe ich nicht gemacht, sondern sie haben es gemacht. Das ist wirklich sehr wichtig, dass die Menschen es verstehen, weil wir diese komische religiöse Hoffnung haben, von da draußen kommt ein Erlöser und alles wird auf einmal toll. Sowas gibt's nicht, das ist eine Fantasie. Wenn jemand, ich habe von so vielen Leuten gehört, die gesagt haben im Seminar, die haben gesagt, sie waren kurz davor, sich umzubringen. Und sie haben gesagt, du hast sowieso alles probiert in dieser Szene, nichts hat dir geholfen. Und dann das auch noch, und wenn das auch komisch ist, dann kannst du dem alles ein Ende setzen. Und dann haben sie Hoffnung bekommen, sie haben Licht bekommen, Liebe, Weisheit. Und sie haben angefangen. Und wenn sie zu mir gekommen sind mit tränenden Augen, sie haben ausgesehen wie kleine glückliche Kinder, die jetzt eine neue Hoffnung bekommen haben. Ich habe gesagt, ich habe das nicht gemacht, das hast du gemacht. Werde dir dessen bewusst, dass du die Macht hast in deinem Leben. Ich habe dir nur die Information weitergegeben. Ich habe dir nur gezeigt, wie es geht. Aber gemacht hast du es, nicht ich. Du hast es gemacht. Sei stolz auf dich, sei glücklich über dich selbst. Das ist das, was auch damals Christus gesagt hat. Dein Glaube hat dich gerettet. Heißt, du hast dir selbst geholfen. Weil die Leute glauben, wir machen und trinken und saufen, was wir wollen, und Gott kommt und heilt uns. Das macht er nicht. Er gibt uns immer die Möglichkeit, dass wir da rauskommen. Aber ob wir da drin bleiben oder aussteigen, das entscheiden wir selbst. Also ich bin kein Retter, ich bin kein Guru, ich bin auch nicht daran interessiert, jetzt einen auf heilig zu machen oder eine Sekte zu gründen oder eine Religion oder irgendwie sowas. Nein, im Gegenteil, ich möchte, dass die Menschen mich einfach in Ruhe lassen, meine Arbeit machen lassen. Und dass sie das, was ich schon mit Videos, mit Büchern und so weiter in die Welt bringe, dass sie das nutzen, eigenverantwortlich, dass sie wissen, sie haben die Macht, nicht ich, nicht sonst jemand. Sie haben die Macht, sie müssen es nutzen. Und ich sehe mich, ich meine es wirklich ehrlich, ich sehe mich als ein Anfänger. Ich sehe mich als ein Schüler der Wahrheit. Was anderes will ich gar nicht sein. Ich habe gar nicht den Anspruch, was anderes zu sein. Und ich liebe es, ein Schüler der Wahrheit zu sein. Ich liebe es, im Lichte Christi zu agieren, zu reagieren, soweit es mir möglich ist. Das, was ich für mich gemacht habe, das kann jeder für sich selbst machen. Und die durch meine Arbeit diesen Weg entdeckt haben und es gemacht haben, sie haben es gemacht. Ich habe es nur gezeigt. Ich habe ihnen nur die Möglichkeit gegeben, dass sie auf die Beine kommen. Ich habe ihnen den Weg gezeigt. Ich habe sie aufgeklärt, dass sie verstanden haben, wo die Zusammenhänge sind. Ja, das habe ich gemacht, aber genutzt haben sie. Sie müssen auf sich selbst stolz sein und nicht zu mir aufschauen, sondern zu sich selbst. Wer bin ich denn? Ich bin froh, wenn ich mich selbst entwickeln kann, wenn ich mich weiterbringen kann, wenn ich mein Bewusstsein weiterentwickeln kann und in meinem Werdegang immer weiter höher zu steigen. Da bin ich froh, wenn ich das kann. Aber wenn ich für andere etwas tun kann, dann sind das Weisheiten, Informationen, diese Marcus-Clean-Programme und so weiter. Aber nutzen müssen sie selber. Und die es genutzt haben, sie sind jetzt viel glücklicher. Du kennst auch viele solche Beispiele. Sie waren arbeitslos, sie waren krank, sie waren Alkoholiker. Jetzt haben sie Firmen gegründet, sie verdienen immer mehr Geld. Das sind Dinge, die haben sie gemacht, nicht ich. Ich habe ihnen nur gezeigt, wo die Probleme sind, wo die Zusammenhänge sind, wo die Lösungen sind, was sie umstellen müssen, was sie sich selbst ändern müssen, damit von A nach B kommen, von B nach C und so weiter, so wie ich es auch gemacht habe. Also ich bin einfach ein Mensch, der die Wahrheit liebt und das, was er sich erarbeitet hat, gerne weitergibt. Mehr bin ich nicht, will ich auch nicht sein. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest und deinem jüngeren Ich nochmal begegnen könntest, sagen wir 20 Jahre, 30 Jahre, was würdest du diesem jüngeren Ich sagen?
Ich hätte gesagt, fang an, Fragen zu stellen. Aber ehrlich. Nicht so rumphilosophieren, einen auf Esoterik und Heilsteine und so weiter machen, sondern wirklich stelle einfach alles in Frage, vor allem dich selbst. Einfach Fragen stellen. Ist das wirklich so? Sehe ich wirklich die Wahrheit? Ist das wirklich meine Mutter? Und wenn ich sage ja, muss ich das ja argumentieren für mich. Wenn ich sage, ist das meine Freundin? Liebt sie mich? Dann muss ich das doch argumentieren. Wie komme ich darauf? Anhand von was erkenne ich, dass sie mich liebt? Einfach nur Fragen stellen. Das ist die schnellste, einfachste Möglichkeit aufzuwachen aus einem billigen Traum. Die Menschen leben nicht. Sie träumen, dass sie leben. Sie wachen morgens auf und fangen an zu träumen. Und in diesen Träumen gibt es kein Glück. Es gibt keine Liebe, es gibt keine Partnerschaft, es gibt keine Familie. Es gibt keinen Erfolg, es gibt gar nichts. Es gibt nur eine Scheinwelt, die, wenn du in dieser Scheinwelt super glücklich und erfolgreich wirst, ist auch das eigentlich eine Illusion. So wie man es, wie gesagt, bei Hollywood zum Beispiel sieht. Das hätte ich ihm gesagt. Ich hätte gesagt, stell einfach Dinge in Frage, vor allem dich selbst. Fang an, die Wahrheit wirklich zu suchen. Ich wünschte, ich hätte es getan. Mein Leben war wirklich nicht schön, war auch nicht einfach. Aber die Früchte sind unbezahlbar. Und davon werden sehr, sehr viele Menschen, nicht alle, weil sie es nicht wollen, aber diejenigen, die wirklich aus der Matrix aussteigen wollen, die wirklich Tacheles, einfach und schnell, glücklich, erfolgreich, reich werden wollen, diese Reihenfolge, glücklich, erfolgreich, reich, sie werden massiv davon profitieren. Und das macht mich glücklich. Das ist eine echte Wiedergutmachung für all das, was ich erlebt und überlebt habe. Wenn du irgendwann am Ende deines Lebens zurückblickst auf dein Leben, was würdest du sagen oder was willst du bis dahin erreicht haben? Etwas, was dich total glücklich machen würde. Es gibt 2 Fragen, an denen niemand vorbeikommt. Niemand. Absolut egal, Millionär, Multimillionär, Milliardär, Multimilliardär, Erfolgreiche, Erfolglose, alle Menschen, ob sie wollen oder nicht, werden mit diesen 2 Fragen konfrontiert. Frage Nummer 1, was nimmst du mit über die Schwelle in anderen Welten? Also deine Aktien, Gold und Silber und Autos und so weiter kannst du nicht mitnehmen. Aber was nimmst du mit? Nimmst du überhaupt irgendwas mit? Oder nimmst du nur Wut mit, Trauer, Enttäuschung über dich selbst, dass du ein schlechtes Leben geführt hast, ein schlechter Mensch warst, dass du eigentlich nichts Gutes getan hast, mit einem miserablen Gefühl gehst du über die Schwelle. Was nimmst du mit? Das ist die eine Frage, mit dieser Frage werden wir konfrontiert. Und es ist gut, wenn man viele Jahre vorher anfängt, so sich zu benehmen, dass man eine schöne Antwort darauf hat. Und die andere Frage ist, was hinterlässt du in dieser Welt? Offene Rechnungen, kaputte Häuser oder Kredite, die nicht bezahlt worden sind, unglückliche Menschen, denen du was angetan hast, Menschen, die du belogen, betrogen hast, die über dich schimpfen, dass niemand ein Grab besucht, niemand Blumen vorbeibringt. Was hinterlässt du in dieser Welt? Oder hinterlässt du Komposition, Bücher, Orientierungspunkte, Hoffnung, Videos, was auch immer, etwas, was selbst nachdem du viele Jahre und Jahrhunderte weg bist, dass das, wie zum Beispiel Mozart das gemacht hat, Bach, dass diese Musikstücke Menschen Freude geben, Hoffnung geben, sie daran erinnern, sie sind ein Mensch, sie haben Gefühle, diese Verbundenheit, diese Liebe mit anderen zu spüren. Also die eine Frage ist, was nimmst du mit? Die andere Frage ist, was hinterlässt du in dieser Welt? Und ich habe auf beides Antworten jetzt schon. Ich muss nicht auf den Tod warten. Welche Antworten sind das? Ich nehme ein massiv erweitertes Bewusstsein mit, verglichen mit Anfang. Und das macht mich sehr glücklich. Und ich nehme ein reines Herz mit. Beides ist noch nicht abgeschlossen. Ich werde Inkarnation brauchen, bis ich da ankomme, wo ich sein will.
Aber ich mache einfach weiter. Also ein erweitertes Bewusstsein im Sinne von Erleuchtung, ein Prozess. Und ein reines Herz im Sinne von Erlösung. Dass ich ein guter Mensch bin, dass ich Gutes tue, dass ich helfe, wo ich kann. Dass ich einfach Liebe, Licht, Freude, Hoffnung in diese Welt bringe. Erweitertes Bewusstsein, reines Herz. Das nehme ich mit. Alles andere brauche ich nicht. Und was ich in dieser Welt hinterlasse, ich habe ja so viele unzählige Kompositionen. Ich glaube, ich habe 8 Bücher geschrieben, ich habe hunderte Vorträge abgehalten, Seminare. Es gibt zigtausende Videos von mir, wo ich kostenlos Menschen geholfen habe, die Missverständnisse aufgeklärt habe. Ich habe Millionen Menschen damit erreicht, ihnen die Hoffnung gegeben, das Licht. Menschen schreiben mir aus Russland, aus Kanada, aus Griechenland und die sind auch sogar bei Live immer dabei. Und mittlerweile mit KI, die auch die Sprachen übersetzt, wird das immer besser. Das ist das, was ich hinterlasse. Und das macht mich glücklich. Das macht mich wirklich glücklich. Und ich bin erst am Anfang. Ich bin ein Anfänger. Und das wird immer schöner werden und immer größer werden. Gibt es einen Wunsch oder einen Traum, den du auf jeden Fall noch erreichen willst? Ja, es gibt eine Mischung. Persönliche Wünsche und Wünsche, die ich oder Bilder, die ich habe wegen meiner Berufung, wegen des Auftrags. Es gibt zum Beispiel Konzerte, die es in dieser Welt so noch nicht gegeben hat. Die will ich nachholen. Jetzt im Oktober 2025 die Uraufführung meiner Werke in Wien, damit fange ich an. Es gibt viele Visionen, die ich habe. Aber was mich am meisten glücklich macht, ist, dass ich sehr viel mehr Menschen erreiche als bis jetzt. Bis vor 2 Jahren wollte ich das gar nicht. Ich bin sehr lustig, ich bin sehr offen, ehrlich vor der Kamera. So wie ich vor der Kamera bin, bin ich auch, wenn die Kamera aus ist. Und die Leute merken das. Sie merken das. Aber eigentlich bin ich eher so schüchtern. Jemand, der eigentlich gar nicht so redselig ist. Ich schweige lieber und ich beobachte lieber und so weiter. Aber vor 2 Jahren habe ich erkannt, dass es nicht in Ordnung ist, wenn ich mich zu Hause verstecke. Wenn ich Bücher schreibe und sage, hier habt ihr die Information, macht das Beste daraus. Sondern ich muss viel mehr in die Welt hinausgehen, mich mehr zeigen, viel mehr Menschen erreichen. Erstmal im deutschsprachigen Raum und dann international. Und das ist das, was ansteht. Das muss ich noch erreichen. Das heißt, alle Menschen, die das Licht suchen, die Wahrheit suchen, die echte Wahrheit und nicht Religion und Esoterik und Spiritualität, sondern wirklich die Wahrheit, die göttliche Wahrheit, sie sind willkommen. Und sie müssen es aber auch umsetzen. Sie müssen selbst ausprobieren, ob das wahr ist, was sie hören, und dann kommen sie weiter. Diesen Wunsch, dass ich sehr viel mehr Menschen international erreichen will, muss ich noch erfüllen. Und das hat mit Konzerten was zu tun, das hat mit Filmen, die ich machen will, zu tun, das hat mit Ballettaufführungen zu tun, die ich vorhabe. Es gibt vieles, Bücher und Veranstaltungen und so weiter. Zum Beispiel das mit Wiesbaden, was jetzt im September in Wiesbaden ist, diese Ausbildung für Lichtwanderer. Davon habe ich Jahre geträumt, aber ich habe mich nie getraut. Und jetzt sage ich, du hast sowieso keine andere Wahl, also je früher, desto besser. Das sind die Wünsche, also massive Expansion. Ich will viel mehr Menschen helfen als bis jetzt, sehr viel mehr. Und das ist die Vision, die ich vor mir habe. Hast du noch eine besondere Botschaft für die Zuschauer da draußen? Etwas, was du ihnen noch mitgeben möchtest? Gib nicht auf. Mach einfach weiter. Dieses Durchhalten, so hoffnungslos, so aussichtslos, so dunkel und traurig alles aussieht, lohnt sich trotzdem. Manchmal dauert das ein bisschen, bis das Licht kommt.
Nicht aufgeben, einfach weitermachen, immer weiter suchen und sich weiter korrigieren. Das ist meine Botschaft. Ich habe es geschafft. Du schaffst es auch. Jeder schafft es, wer wirklich will. Man kann auch jammern und sagen, ach, ich kann nicht, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich habe kein Geld. Man kann immer so rumjammern. Kann man ja. Machen ja auch viele. Man kann auch sagen, mein Leben gefällt mir nicht. Und ich gebe mich damit nicht zufrieden. Ich kapituliere nicht vor Problemen. Ich akzeptiere sie nicht mal. Sondern ich fange an, mich zu ändern, heißt, aus den Problemen zu lernen. Jedes Problem ist ein Botschafter. Wenn ich mich auf das Problem konzentriere, wird es größer. Wenn ich mich auf die Botschaft konzentriere, werde ich größer. Ein wunderschönes Zitat. Vielleicht noch abschließend, wie möchtest du, dass die Menschen dich in Erinnerung behalten? Sie sollen sagen über mich, er hat uns wahrhaftig geliebt. Er hat uns wahrlich geliebt. Er hat alles gesagt, was er wusste. Er hat alles gegeben, was er hatte. Er hat alles getan, was er konnte. Er hat uns geliebt. Das sind ganz wunderbare Abschlussworte und ich fühle mich jetzt selbst sehr tief berührt und auch motiviert von dem, was du gesagt hast. Vielen herzlichen Dank für diese wunderbaren Einblicke, die du uns gewährt hast in dein Leben, dass wir dich als Person näher kennenlernen durften. Wer ist eigentlich Said Habibzadeh? War mir eine Freude. Vielen Dank auch für deine Zeit. Mir war es ebenfalls eine Freude und ich danke dir. Liebe Zuschauer, wenn dieses Gespräch mit Said euch ebenso berührt hat wie mich, und ich denke, ihr habt das da zu Hause auch gespürt, wie tief das überhaupt ging, wie sehr er sich heute geöffnet hat, dann unterstützt gerne Said mit euren Likes und euren Kommentaren. Schreibt uns, schreibt Said, wie ihr das Ganze empfunden habt, wie ihr euch fühlt. Abonniert seinen Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und schaut auch gerne auf seiner Homepage rein unter said.eu. Denkt daran, es ist nie zu spät, etwas zu verändern.